Die Server vom Spiel The Crew wurden von Ubisoft am 31. März 2024 abgeschaltet. Da es keinen Offline-Mode gab, hieß es, dass das Spiel fortan nicht mehr offiziell spielbar war. Nicht nur das, auch hat Ubisoft angefangen, die gekauften Lizenzen für das Spiel wieder zu entziehen. Das bedeutet, das Spiel ist für Spieler auf keine Art und Weise aufrufbar, die Community kann keine privaten Server aufsetzen und das Game ist vermutlich für alle Zeit verloren. Wo sich mir die Frage stellt, besitzen wir Videospiele eigentlich wirklich? Vor allem in einem Zeitalter, wo es immer normaler geworden ist, seine Spiele digital zu kaufen, ist es schon gruselig zu sehen, dass scheinbar einfach der Stecker gezogen werden kann. Was für Konsequenzen das hat und wieso der Zugang zu Videospielen generell so wichtig ist, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wer kennt es nicht? Man will ein altes Spiel aus seiner Kindheit spielen oder generell ein Retro-Spiel und realisiert, dass man Jeff Bezos sein Sohn sein muss, um an das Spiel heranzukommen. Im schlimmsten Fall muss man auch noch die Konsole kaufen, auf der das Spiel ursprünglich lief, die auch noch sehr teuer sein kann. Die einzige Alternative, die es dann noch gibt, ist es, einen Emulator zu benutzen, also das Spiel auf dem PC zu spielen und sich strafbar zu machen. Und da oft gesagt wird, dass Emulation eine Grauzone ist, hier nochmal die Antwort: Nein, ihr seid fucking Straftäter. Das seid ihr. Emulatoren an sich sind legal, insofern sie nicht auf das Original-BIOS der Konsole basieren, aber jegliche ROMs und Spiele sind komplett illegal, da es sich hier um Raubkopien handelt. Wenn ihr ein älteres Videospiel spielen wollt, bleibt euch also nur die Wahl zwischen einem Vermögen zu investieren und ein Delikt zu begehen. Das seid ihr. Ein Thema, das zu Recht in den letzten Jahren immer größer wurde, ist die Erhaltung von Videospielen. Die Video Game History Foundation hat eine Studie herausgebracht, die besagt, dass nur knapp 13% aller Videospiele, die jemals rausgekommen sind, heute noch frei verfügbar sind. Im Umkehrschluss heißt es, dass 87% aller Videospiele vom Aussterben bedroht sind und für immer im Nix verschwinden könnten, wenn man sie nicht erhält. Das ist nicht nur schade für uns als Konsumenten, die Bock auf diese Spiele haben, sondern auch kritisch, wenn es um die Videospielgeschichte geht. Die Geschichte eines Mediums zu bewahren ist immer wichtig, sei es Film, Bücher, Bilder oder Musik. Der Unterschied zwischen all diesen Medien und Videospielen ist aber, dass es bei Videospielen viel komplizierter ist. Das Problem an physischen Objekten wie Floppy-Disks oder CDs ist, dass sie früher oder später den Geist aufgeben und alles, was auf ihnen gespeichert wurde, verschwindet. Digitale Kopien von Videospielen dürfen, wie gesagt, nicht verbreitet werden. Stellt euch vor, die einzige Möglichkeit, den ersten Star Wars-Film zu gucken, ist auf der originalen VHS-Kassette, die damals rausgekommen ist, und diese VHS-Kassette läuft nur auf einem bestimmten Modell eines Kassettenrekorders. Klingt verrückt, ist aber der Stand der Verfügbarkeit der meisten Retro-Videospiele. Es gibt Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass es eben nicht mehr so ist, wie die bereits angesprochene Video Game History Foundation. Diese haben bereits Archive in den USA eröffnet, in denen viele ältere Videospiele, aber auch sonstige Materialien wie Magazine oder Assets frei verfügbar sind. Das ist ziemlich cool. Problem hierbei ist aber, dass man zu diesen Archiven fliegen muss, wenn man diese studieren will, und es sich hier auch nur um Daten auf physischen Speichermedien handelt. Seit Digital Only eine Sache ist, reicht das aber nicht aus. Viele Videospiele sind nur als digitales Medium verfügbar. Das Online-MMORPG Shin Megami Tensei Imagine ist komplett offline gegangen, und als Fans versucht haben, das Spiel auf privaten Servern wieder zum Laufen zu bringen, wurden sie von Atlus komplett wegverklagt. Battleforge, Lawbreakers, Evolve, es gibt sehr viele Beispiele an Spielen, die einfach offline gegangen sind. Ganze Shops wie der eShop auf der Wii U und dem 3DS sind seit 2023 offline. Man kann zwar die Spiele, die man bereits gekauft hat, noch spielen, aber alle anderen sind komplett unzugänglich geworden. Es handelt sich hier um hunderte Spiele, die nur digital in diesen Shops verfügbar waren. Dasselbe bei der Xbox 360 und dasselbe wird auch mit allen anderen Stores mit der Zeit passieren. Ein gruseliger Gedanke, aber immerhin kann man bei diesen Beispielen die bereits gekauften Spiele immer noch spielen. Was uns wieder zum anfänglichen Thema führt. Ubisoft schaltet die Server vom Spiel The Crew vollständig ab und entzieht jegliche Lizenzen, was das Spiel komplett unspielbar macht. Begründung dafür ist, dass es ja mittlerweile Nachfolger gibt und man diese lieber spielen sollte. Abgesehen davon, dass das komplett scummy ist, radiert man einfach einen Teil von Videospielgeschichte aus und das komplett ohne Sinn. Das Spiel hatte sogar eine Singleplayer
Singleplayer-Kampagne, aber selbst die konnte man ohne Internetverbindung nicht spielen. Man kann das Spiel allgemein gar nicht mehr spielen, da einem komplett die Lizenz entzogen wurde, was heißt, dass man theoretisch gar nicht mehr der Besitzer von diesem Spiel ist. Geld oder eine anderweitige Entschädigung hat man nicht bekommen, insofern man das Spiel nicht ein paar Tage vor der Ankündigung gekauft hat, was wohl die wenigsten gemacht haben. Das Game hatte 21 Millionen Spieler an seiner Lebzeit und wenn es bei so einem großen Spiel möglich ist, so etwas zu machen, wer weiß, was in der Zukunft noch so auf uns zukommen mag. Zum Glück lassen sich das die Spieler nicht gefallen. Die Initiative StopKillingGames.com setzt sich dafür ein, dass es fortan nicht mehr erlaubt sein kann, den Kunden bereits gekaufte Güter zu entziehen. Klingt nach einer Selbstverständlichkeit, aber das ist es ja scheinbar nicht. Ganz oben in der Beschreibung ist eine Petition verlinkt, bei der Stand jetzt über 300.000 Menschen unterschrieben haben, um dafür zu sorgen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr einfach so möglich ist. Ich habe selber unterschrieben und es dauert wirklich höchstens 5 Minuten. Ihr müsst dafür nur alt genug sein und aus der EU kommen. Es geht bei der Sache nicht um The Crew an sich oder dass Entwickler sich auf ewig verpflichten müssen, ein Online-Spiel weiter zu unterstützen. Es geht darum, ein Spiel nicht komplett unbrauchbar zu hinterlassen und es quasi aus der Existenz zu löschen. Viele Spiele aus der Vergangenheit haben gezeigt, wie es geht, entweder durch Offline-Modi oder der Möglichkeit auf privaten Servern weiterzuspielen, ohne dass der Publisher irgendwas damit zu tun hat. Es geht darum, Videospiele zu unserem Eigentum zu machen, obwohl man es nur digital erworben hat. Videospiele aus einem historischen Blickwinkel nicht noch schwerer verfügbar zu machen, als sie ohnehin schon sind, indem man sie komplett vernichtet. Und großen Konzernen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, einfach das zu machen, was sie wollen. Wenn so etwas wie bei The Crew möglich ist, gehören uns Videospiele nämlich scheinbar nicht und jetzt in diesem Moment gibt es die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Teilt die Petition in der Beschreibung gerne mit euren Freunden und vielleicht können wir zusammen als Gaming-Community was bewirken.